Um herauszufinden, ob der Mac sein Versprechen hält, besonders benutzerfreundlich zu sein, teste ich jetzt, ob es mir ohne Probleme gelingt, mein erstes Programm zu installieren. Aber seht selbst. Hallo und herzlich willkommen zum Selbstversuch Windows-User trifft auf Mac Air M1. Mein Name ist Arno Burger. Dieses Video wurde direkt im Anschluss an das Einrichtungsvideo gedreht. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch das gerne noch an. Aber jetzt viel Spaß. Ich sehe hier unten alle möglichen Programme, unter anderem einen Browser, Safari, den verwende ich auf dem iPhone auch schon. Hier gibt es neue Funktionen in Safari, die interessieren mich jetzt im Moment erstmal nicht. Dann gehe ich her und rufe mal den Anbieter meiner Software auf. Und jetzt möchte ich mich anmelden. Genau, blätter ich ganz nach oben und melde mich hier an. So, jetzt hatte ich schon ein Problem. Ich wollte mich anmelden und das Add tippen und ich habe hier aus Versehen auf die Command-Taste und das Q getippt und damit war es weg. Schauen wir mal, ob ich da noch wieder hin zurückkomme. Mit Alt-Tab würde ich jetzt am Windows-Rechner wechseln. Da gibt es den Finder, was auch immer das genau ist, und dann Safari als Browser. Aber meine Seite scheint weg zu sein. Also gebe ich die Adresse ein, techsmith.com. Gehe nochmal auf Sign In. Und tippe nochmal die E-Mail-Adresse. So, wo ist denn das Add? Also auf dem Q ist es nicht, so wie ich es erwartet hatte. Es ist auf dem L. Okay, das ist das L. Und wie komme ich in die dritte Ebene? Ich versuche mal Option L. Ja, also Option ist dann praktisch die dritte Ebene der Tastatur. Das wäre wie Alt auf dem Windows-Rechner. Genau, so. So, ich bin jetzt erstmal nur so weit gekommen, dass ich burger@arnoburger.de eingegeben habe. Und was mir aufgefallen ist, die Tastatur tippt sich sehr gut. Nur passiert es mir ganz leicht, dass ich auf Alt, GR und Add tippen will, also Q. Und es wäre hier Command Q und dann ist erstmal alles weg. Da muss ich mir mal anschauen, was das für eine Tastenkombination ist. Das Add ist hier auf dem L, also Option und L oder Option und L wäre die Tastenkombination. Aber ich habe das so drin, dass ich da auf das Falsche drücke. Schauen wir mal, wie es mir jetzt beim Passwort eingeben geht. So, also tippen, wirklich schöne Tastatur, macht richtig Spaß. Gehe ich auf Fortfahren. Okay, bin ich schon mal angemeldet. Das ist schon mal nicht schlecht. Genau, da wäre doch dann schon mal Camtasia. Jetzt schauen wir mal. Herunterladen. Ich muss zugeben, ich habe gar nicht geschaut, ob es das auch für einen Mac gibt. Möchtest du Downloads erlauben? Okay, das kenne ich jetzt so von Windows nicht, aber das erlaube ich, weil ich weiß, dass das hier sinnvoll ist. Also jetzt im Prinzip ähnlich wie bei jedem Browser. Ich muss nur wissen, wo die Downloads sind. In diesem Fall hier rechts oben. Das dauert jetzt noch eine Minute, das erspare ich euch. So, der Download ist fertig. Was mir jetzt hier auffällt, ist, es heißt camtasia.dmg. Anderes Dateiformat, aber im Prinzip eine Installationsdatei. Jetzt schauen wir mal, wie kann ich die jetzt installieren. Was heißt hier? Im Finder anzeigen. Mache ich das mal. Der Finder ist dann wohl so eine Art Windows Explorer, in dem ich meine Dateien sehe. Und was mache ich jetzt hier? Ich würde normalerweise einen Doppelklick drauf machen zum Installieren. Probiere ich mal hier. Okay, Camtasia, Deutsch. Genau, das akzeptiere ich. Okay, also das Prinzip ist dasselbe. Doppelklick führt dazu, dass ich installieren kann.
Jetzt gibt es hier eine Info, Camtasia 2021, Applikation. Hier hinten sehe ich auch, ist das Symbol. Und jetzt schauen wir mal, was gibt es hier? Ah ja, okay, dann schließe ich hier mal. Das ist jetzt auf der anderen Seite. Bei Windows wäre das rechts an dem Fenster. Dann schließe ich hier auch mal. Ich hebe das jetzt mal auf als Download im Moment. Und schließe auch das Safari-Fenster. Und habe jetzt hier Camtasia. Okay, das hatte ich gerade schon mal. Was heißt das jetzt? Applications. So, also die Software scheint installiert zu sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und die Frage ist jetzt, wie ich sie starten kann. Also ich habe vorhin gelesen, 2 Finger ist ein Rechtsklick, das ist schon mal gut zu wissen. So, öffnen, auswerfen. Öffnen sollte eigentlich das Richtige sein. So, und wie geht es jetzt weiter? Eigentlich müsste die Software jetzt starten. So, ich habe jetzt mal bei TechSmith gesucht, wie man das auf dem Mac installiert. Der Anfang war ganz richtig, also ich habe die Datei runtergeladen und habe sie dann aus den Downloads installiert. Ich habe es ein bisschen anders gemacht als hier erklärt, aber im Prinzip hat es so funktioniert. Und jetzt gibt es hier das Installationsfenster, wird angezeigt, ziehen Sie das Camtasia-Symbol in den Anwendungsordner. So, das heißt, also ich habe vermutlich nicht richtig gelesen. Ich mache das jetzt hier nochmal auf. Hier steht nichts davon, dass ich das reinziehen soll. Jetzt probiere ich das mal. Ich nehme das hier und ziehe das hier drauf. Okay, also das scheint erst der Installationsvorgang zu sein, wenn ich das richtig verstehe. Okay. Also das ist jetzt ganz anders als bei Windows. Da hätte die Installation jetzt dazu geführt, dass ich ein Admin-Passwort gebraucht hätte, weil ich normalerweise an meinem Rechner mit 2 Kennungen arbeite, einer Admin-Kennung und einer User-Kennung. Ich habe jetzt hier erstmal die User-Kennung angelegt. Ja, wäre vielleicht besser gewesen, erst die Admin-Kennung anzulegen. Und jetzt scheint die Anwendung installiert zu werden. Jetzt schauen wir mal hier weiter, wie das in der Erklärung ist. So, klicken Sie im Finder auf das Symbol Auswerfen. Also das Symbol Auswerfen finde ich nicht, aber wenn ich hier einen Doppelklick auf die Applikation mache, finde ich jetzt hier Camtasia. Und jetzt probiere ich mal, ob ich es hier starten kann. Jetzt klimpert hier unten was. Camtasia ist eine aus dem Internet geladene App. Möchte ich wirklich? Ja, ich möchte wirklich. So, jetzt probieren wir mal was Neues. Nachdem der Vorgang in der Aufnahme nicht ganz klar geworden ist, spreche ich das jetzt nochmal im Nachhinein ein und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie euch das gefällt. Ich klicke hier jetzt auf Anmelden und Gratistest starten, da ich den Lizenzschlüssel auch noch später eingeben kann. Daraufhin wird mir aber, wie ihr seht, direkt ein Lizenzschlüssel vorgeschlagen, den ich hier mit wenigen Klicks bestätige. Beim erneuten Start werde ich gefragt, wofür ich das Programm nutze. Hier gebe ich ein Trainings und Tutorial und bestätige die Angabe. Jetzt seht ihr ein Fenster, in dem es darum geht, dass ich dem Programm die nötigen Berechtigungen zuteile. Bei Windows gibt es das in dieser Form nicht, aber wenn ihr ein Smartphone benutzt, kennt ihr sowas Ähnliches bestimmt auch. Der Zugriff auf Webcam und Mikrofon lässt sich hier problemlos aktivieren. Auf meine Fotos will ich Camtasia allerdings nicht zugreifen lassen. Beim Zulassen des Zugriffs auf die Systemaudio werde ich nach dem Passwort gefragt. Daraufhin erscheint eine Warnung, dass meine Systemeinstellung diesen Zugriff nicht erlaubt. Den passe ich aber mit ein paar Klicks auf Autorisieren an, in dem Fenster, das da auch aufgeht. Zuletzt aktiviere ich noch die Berechtigung zur Bildschirmaufnahme, dazu öffne ich die Systemeinstellungen. Dann ist es notwendig, die Einstellung durch einen Klick auf das Schloss links unten zu entsperren. Das muss dann noch durch die Eingabe des Passworts oder des Fingerabdrucks bestätigt werden, bevor der Haken für die eigentliche Berechtigung gesetzt werden kann. Um all diese Einstellungen zu aktivieren, starte ich die Software neu.
Nach dem Neustart aktiviere ich die Funktion, dass automatisch nach Software-Updates gesucht wird und bestätige alle nun getätigten Einstellungen mit einem Klick auf Fertig. Gleich geht es weiter mit dem normalen Video. Ihr seht hier nur gerade noch, dass das Icon auf dem Desktop nicht der Programmstart ist. Den findet ihr in der unteren Leiste oder im Finder. Natürlich kann man auch am Mac Desktop-Verknüpfungen anlegen, aber das zeige ich dann mal in einem anderen Video. Jetzt noch viel Spaß mit dem Rest des Videos. Also was mir jetzt auffällt, ist, dass ich immer wieder nach rechts außen zum Schließen oder Minimieren gehe, dass ich jetzt diese Symbole hier mir noch nicht so genau angeguckt habe. Das liegt aber auch daran, dass hier die Kamera steht auf der Seite und hier das Notebook und dass ich mich dafür immer ein bisschen umdrehen muss. Das werde ich mir dann genauer anschauen, wenn ich euch das auch mit Camtasia zeigen kann. Und mir ist aufgefallen, dass die Symbole hier links oben anders aussehen. Die muss ich mir mal genauer angucken. Also so ein paar Bedienungsthemen gibt es hier noch. Die werde ich euch dann in den folgenden Videos mal ein bisschen genauer zeigen und ein bisschen genauer erklären. Dann ist mir noch aufgefallen, dass die Uhrzeit hier auch jetzt richtig angezeigt wird mit dem entsprechenden Datum, dass ich meine Programme hier unten aufrufe. Die scheinen zumindest erstmal nicht auf dem Desktop zu liegen, aber das ist für mich eigentlich kein weiteres Problem. Und genau Tastenkombination Alt-Tab ist also Option-Tab oder Command-Tab. Nein, es ist Command-Tab. Aber wo mache ich das? Am PC mache ich das mit Alt-Tab. Also die Tasten sind nicht ganz gleich. Das heißt, wir werden demnächst mal ein Video über die Tasten machen und über die Bildschirmbedienung, soweit das notwendig sein könnte. Muss ich mir mal anschauen, was es da für Möglichkeiten gibt, die vielleicht gut sind. Ja, wenn euch besondere Dinge jetzt noch interessieren oder ihr Tipps für mich habt, vielleicht, weil ihr euch besonders gut an einem Mac auskennt, dann schreibt mir die gerne in die Kommentare. Und ich freue mich da von euch zu hören. Wenn es euch gefällt, hinterlasst mir einen Daumen hoch. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Ausprobieren, wenn ihr selber einen Mac habt und da neu seid. Und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.